Servus, mein Name ist Shifty und wir schauen uns heute die Universalölöfen von RP Tools an. Die gibt es, wie man sieht, in 3 unterschiedlichen Größen. Da werden wir aber später noch näher darauf eingehen. Beginnen werden wir mal ganz klassisch, wenn ihr so einen Ofen bestellt, wie kommt der bei euch an? Das ist relativ simpel. Der kommt einfach vormontiert auf einer Palette. Das heißt, ihr habt da keinen weiteren Aufwand, müsst eben nur für 230 Volt Netzspannung sorgen, den Öltank befüllen und ganz wichtig, den Kamin installieren. Kamin sollte 4 bis 5 Meter lang sein und auch keine 90 Grad Knicke haben. Das heißt im Idealfall wirklich 2 x 45 Grad durch die Gebäudefassade nach draußen und eine gewisse Länge, damit wir eben genug Zug am Kamin haben. Diese Universalölöfen sind eben klassische Ölverbrennungsöfen, das heißt mit einem Brennkessel, einer Brennkammer und oben auch ab Werk schon mit einem Umluftgebläse, damit man eben den gesamten Raum da sehr gut nutzen bzw. beheizen kann. Im Detail können wir uns das jetzt mal bei der mittleren Variante ansehen. Das wäre jetzt im Endeffekt 17 bis 33 Kilowattstunden. Wie ihr auswählt, welchen Ofen ihr genau bei eurer Werkstatt braucht, da können wir euch auch das im Videolink mal verlinken. Da gibt es eine super Berechnungstabelle, ist eigentlich ganz simpel. Länge, Breite, Höhe des zu beheizenden Raums mal ausrechnen, dann bekommt ihr die Kubikmeteranzahl und da gibt es eine super Tabelle auf RP Tools auf der Website, wo man eben dann genau sieht, welchen Ofen man benötigt von der Größe. Wenn wir uns das mal im Detail anschauen, wir können hier mal den Deckel öffnen und dann sehen wir hier auch schon die Brennkammer. Die können wir hier auch einmal öffnen. In dieser Brennkammer findet ihr unten auch die Brennschale, die man auch manchmal reinigen muss. Da gehen wir auch noch im Detail dazu ein. Und hier oben sehen wir den Umluftlüfter, mit dem wir eben diese warme Luft dann aus dem lokalen Bereich, wo der Ofen eben dann die Hitze produziert, im ganzen Raum verteilen können. Die Öfen haben eine Zulassung in der EU und werden natürlich auch in Europa produziert. Was bedeutet das mit der Zulassung? Sie sind eben abgenommen für die private wie auch die betriebliche Nutzung und funktionieren mit allen Arten von pflanzlichen bzw. auch mineralischen Ölen. Welche Öle ihr vor Ort in dem Ofen verwenden dürft, müsst ihr allerdings regional abklären, weil es da sehr große Unterschiede gibt, je nachdem, wo man eben seinen privaten oder den Firmenstandort hat. Hier sehen wir dann auch schon das optionale Zubehör zu den Öfen, wie wir schon besprochen haben. Zum einen die Kaminrohre, also diese Abgasrohre. Auch hier sehen wir schön die 45 Grad Winkel, oben auch den Ausgang davon. Und hier auch noch einen Lüfter, also das ist ein klassischer Umweltlüfter, der eben zu diesem Wärmetauscher gehört. Die kleine bzw. mittlere Variante des Ofens, die kann man zusätzlich noch mit diesem Wärmetauscher ausrüsten. Die große Variante des Ofens, die hat diesen Wärmetauscher schon serienmäßig ab Werk verbaut und da kann man eben das Ganze noch einmal etwas optimieren. Die Links zu den Produkten stellen wir euch auch in die Videobeschreibung bzw. blenden sie vielleicht auch im Video ein. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal den technischen Aufbau anhand der mittleren Ofenvariante an. Hier sehen wir jetzt die mittlere Variante des Ofens, also 17 bis 33 Kilowattstunden. Das bedeutet auch immer diese Zahlenkombination. Das werden wir dann bei den anderen Öfen auch sehen, dass es da unterschiedliche Heizleistungen gibt. Grundsätzlich sind die Öfen vom Aufbau her dieselben. Wir haben hier diese Brennkammer. Unten in dieser Brennkammer befindet sich diese Brennschale. Die muss auch immer wieder gereinigt werden, wenn der Ofen eben abgekühlt ist. Das ist eigentlich die einzige Wartung, die ihr bei dem Ofen machen müsst. In dieser Brennkammer befindet sich oben auch dieses Brennrohr bzw. dieser Brennring, der eben dann für diese Luftverteilung und die Wärmeverteilung im Ofen zuständig ist und auch die Luft Richtung Lüfter oben, also Richtung diesen Umweltlüfter transportiert. Was macht die? Die ist dann warm und wird auch hoffentlich eure Werkstatt oder wo auch immer ihr den Ofen verwendet, beheizen. Zusätzlich haben wir noch die Variante, wir haben hier die Steuereinheit, mit dem können wir eben die Ölzufuhrmenge regulieren, den Ofen, wie man sieht, starten. Daneben haben wir den Einfüllschacht für den Öltank, der sich auch eben in diesem Ofen befindet. Und die Sicherheit ist ganz ein wichtiger Faktor.
Wir haben zum einen einen Übertemperaturschutz, also eine Notabschaltung, wenn eben der Ofen eine gewisse definierte Temperatur überschreitet. Das funktioniert über einen Thermoschalter. Und wir haben einen Überlaufschutz. Das heißt, wir haben eine Überlauföffnung, wo eben das Öl dann in eine Brennschale tropft, und wenn da eben eine gewisse Ölmenge drinnen ist, dann aktiviert die einen Kippschalter, der eben auch das weitere Fördern des Öls stoppt. Das werden wir euch im Detail einblenden, damit man das auch einmal sieht, wie das technisch funktioniert. Das ist eben seitlich am Ofen, da wenn wir seitlich mal so von hinten reinfilmen, dann sehen wir das im Detail. Wie der Ofen im Detail aufgebaut ist und wie man den reinigt, können wir uns jetzt einmal anschauen. Da habt ihr nämlich ein super Tool, das beim Ofen im Lieferumfang enthalten ist. Es hat zwei Funktionen. Zum einen können wir mit dieser Schaufel die Rückstände aus dem Ofen entfernen und eben mit diesem Haken auch unten die Brennschale entnehmen. Das können wir uns hier mal im Detail ansehen. Wenn wir mal von oben in den Ofen hineinfilmen, können wir eben hier, wenn der Ofen abgekühlt ist, seitlich relativ einfach mit dem Werkzeug die Rückstände abkratzen und eben, wenn es notwendig ist, unten auch einhaken, um eben die gesamte Brennschale zu entnehmen. Funktioniert super, muss man manchmal machen, ist bei jedem Ölofen so. Dafür hat man dann eine ausgezeichnete Wärmeleistung und wartungsfreie Wärme in der Werkstatt oder wo der Ofen auch im Einsatz ist. Bislang haben wir uns ja nur auf die mittlere Variante des Ofens bezogen. Da gibt es aber eben, wie schon erwähnt, eine kleinere und eine größere auch. Technisch sind die alle gleich aufgebaut. Wir haben eben nur eine unterschiedlich große Brennkammer. In dem Fall bei der kleinen Variante 8 bis 30 Kilowattstunden. Auch hier Lüfter oben, Öltank, Steuereinheit und eben im Ofen drinnen die Brennkammer. Mittlere Variante haben wir ja schon im Detail erklärt. Und dann gibt es natürlich noch die Big Bertha, den ganz großen Ofen, 30 bis 52 Kilowattstunden Energieausgabe, auch integrierter Öltank, Steuereinheit, und der hat jetzt natürlich ab Werk auch schon diesen Wärmetauscher innen verbaut. Das heißt, da kann man doch wirklich auch große Hallen bzw. große Räume mit dem Ofen beheizen. Falls ihr jetzt Lust drauf bekommen habt, nicht mehr in der Jacke schrauben zu müssen und auch einmal angenehme Temperaturen in eurer Werkstatt zu haben, auf der Homepage haben wir die Öfen verfügbar, sind im Normalfall je nach Region in 2 bis 5 Tagen bei euch ab Bestellung, sind ab Lager verfügbar, solange halt der Vorrat reicht. In der aktuellen Jahreszeit, November ist es gerade, ist natürlich die Nachfrage groß, das heißt da beeilen, und wenn ihr es Lust habt, warm zu schrauben, dann auf Bestellen klicken. Wir werden jetzt noch was anderes anschauen, was nämlich wahrscheinlich ganz viele interessiert, die das Video anschauen. Wie heizen wir so einen Ofen ein? Wie startet man den Ofen? Das ist ganz einfach. Das werden wir euch aber nicht bei diesen 3 Varianten, die wir da als Neuware ausgestellt haben, zeigen, weil die findet ihr vielleicht den Weg zu euch. Wir werden uns das beim Partnerunternehmen, bei der Firma Classic Car Works, im Detail anschauen. Die haben nämlich genau diese mittlere Variante schon seit über 2 Jahren täglich im Einsatz, und dort werden wir uns das im Detail ansehen. Wir sind da jetzt ja bei Classic Car Works. Die haben den Ofen schon seit 2,5 Jahren also täglich im Einsatz, gerade in der kalten Jahreszeit logischerweise. Und wir werden euch jetzt zeigen, wie man den Ofen anfeuert, wie man den einheizen kann. Dazu gibt es einen guten Tipp von unserer Seite, und zwar diese RP Grip Handschuhe. Die sind da nämlich perfekt geeignet, dass man da dieselfrei bzw. ölfrei den Ofen anfeuern kann. Die gibt es im Onlineshop, blenden wir euch im Video die Artikelnummer ein. Und jetzt geht es nochmal mit dem Starten des Ofens los. Schritt 1, ganz einfach, einmal die Klappe öffnen, Brenndeckel abnehmen und 250 Milliliter Heizöl oder Diesel in den Ofen einfüllen. Da vorsichtig sein, dass man eben wirklich unten diese Brennschale trifft. Wenn ihr dann
das Startgemisch eingefüllt habt, also in Diesel bzw. Heizöl, 250 Milliliter circa, dann ganz einfach Feuerzeug, Papiertuch anzünden, leicht anbrennen lassen, dann das Ganze in den Ofen hineinwerfen, brennt, ganz einfach, Deckel wieder nehmen, aufsetzen, Klappe oben schließen und dann ganz wichtig, die Steuerung des Ofens einmal in die Mitte drehen und dann auf dem Startknopf bestätigen. Jetzt wundert man sich vielleicht, warum nicht sofort was passiert. Das dauert jetzt bis zu, je nach Wind, je nach Außentemperatur, bis zu 15 Minuten, bis der Temperatursensor getriggert wird. Dann beginnt eben auch die Öleinspritzung und sobald der obere Temperaturschalter eben die richtige Betriebstemperatur feststellt, aktiviert sich auch der Lüfter. Also ihr habt gesehen, das funktioniert super easy, den Ofen anzufeuern. Ganz heißer Tipp noch von unserer Seite, die Handschuhe wirklich für die Inbetriebnahme verwenden, aber sobald der Ofen auf Temperatur ist, die bitte ausziehen. Temperatur und dieses gummiartige Material verbindet sich nicht so gut. Hier haben wir jetzt eben die mittlere Variante, 17 bis 33 Kilowattstunden. Wir haben hier jetzt bei Classic Carworks 240 Quadratmeter Raumfläche, 5,5 Meter Deckenhöhe, das ergibt 1320 Kubikmeter grob herum. Und da passen wir perfekt vom Range, wobei die Jungs von Classic Carworks uns auch gesagt haben, wenn der Ofen die ganze Zeit läuft hier in der Werkstatt, muss man im Winter auch manchmal das Türl aufmachen, damit es hier nicht zu warm wird, ist ja auch sehr positiv. Eine Information haben wir euch noch unterschlagen, und zwar nach diesen knapp 30 Minuten, 15 bis 30 Minuten, wo eben diese Öleinspritzung dann sich aktiviert. Ab dem Zeitpunkt könnt ihr dann natürlich die Ölzufuhr regulieren. Am Anfang beim Anheizen ist es wichtig, dass diese Ölregulierung auf der Mittelposition steht. Danach kann man die natürlich nach Wunsch nach oben oder nach unten korrigieren. Das war's von unserer Seite. Wenn es da Fragen dazu gibt, entweder in die Kommentare oder natürlich auch über die Service-Adresse von RP Tools das Ganze mal fragen. Wir wünschen euch viel Spaß mit euren Öfen und lasst die Jacken am Kleiderständer. Universal Ölofen von RP Tools. Heizt nicht nur Ihnen ein.